Moin moin Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen an einem neuen Tag. Endlich ist das Wetter mal besser geworden. Es regnet noch so ein bisschen und ich kann euch sagen, die Nacht war ganz schön crazy. Es hat so ultradimensional gestürmt und war gar nicht mal so ruhig zum Schlafen. Aber trotz des vielen Regens und des Megasturms hat unser Zelt mega trocken gehalten, also es war echt super angenehm. Und allgemein ein Canopy Camper, so wie wir jetzt abgedichtet haben bis jetzt, ist halt echt Freunde. Also mega geil. Da hinten seht ihr den See. Was kann man zu so einem Stellplatz nur sagen? Yo, what the hell? Ist das geil. Ist das geil oder ist das geil, Freunde? Das ist ein kleines Flüsschen, was runtergeht. Okay, wir sind jetzt gerade mal hier runter an den Strand gelaufen. Und hier ist einfach mega cool. Und wie ich gerade sehe, ist meine Linse ganz schön schmutzig. Ich glaube, die sollte ich mal putzen. Besser. Da oben, ganz da hinten, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, steht unser Auto. Echt schön hier. Hier ist quasi Wasserfall. Kleiner Fluss. Und hier ist dann der See. Ich kann euch sagen, ich glaube aktuell heute möchte man darin nicht baden. Die Straße hier ist mega dünn, mega schmal. Ihr habt nur so ein paar kleine Buchten, wo ihr ausweichen könnt, wenn euch einer entgegenkommt. Und glaube ich diese Single Lanes oder so ein Zeug nennen die sich, Single Tracks, ich weiß es nicht. Wenn ihr auch nach Schottland gehen solltet, dann vergesst nicht anständiges Schuhwerk mitzunehmen, was wasserfest ist. Ansonsten habt ihr ein bisschen Probleme. Sowas zum Beispiel, die sind komplett wasserfest und ihr könnt damit auch irgendwo hochlatschen. So, wir haben uns jetzt soeben entschieden, irgendwo auf den Berg da hoch zu laufen. Und mal zu gucken, wie es von da oben aussieht. Und dementsprechend laufen wir jetzt quasi da hoch. Im Auto schmeiße ich mal noch mein Stativ raus. Dann gucken wir, ob meine anderen Schuhe mittlerweile getrocknet sind, weil die sind nämlich ganz schön nass geworden. Und dann kämpfen wir uns irgendwie da hoch, weil da gibt es nämlich keinen Weg hoch. Ich bin mal gespannt, wie schmodderig, eklig, schmierig und nass das alles wird. We sat there, you and I. The river's gonna cry when you're. Ziehen schon wieder die nächsten Wolken rein. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. Ja, das ist eine ganze Minute später. Ist im Prinzip schon wieder alles zugenebelt. Schon hat das Wetter wieder komplett gechanged. Das ist der übelste Pissregen. Der Wind und das Wasser zusammen sind einfach richtig unangenehm. Das fegt dann, wahrscheinlich sieht man es nicht, das fegt einfach komplett drüber. Nimmt einfach alles mit, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Das ist schon mies. Aber das ist Schottland im Winter. Deswegen fährt man ja auch hin, wenn man es nicht erleben will, wenn alle hier sind, sondern eher zu den krasseren Jahreszeiten. Und vor allem mal gucken, was so unser Auto und unser Canopy Camper so aushält. In irgendwelchen Extremen. Das ist schon gut, so wie es ist. So, hier sind wir wieder. Okay, Freunde, wir sind mittlerweile jetzt hier oben halbwegs angekommen.
hoch. Und dann schauen wir mal. Ich kann halt sagen, meine Linde ist ganz schön voll mit Wasser. Aber das muss so. Meine Fresse, sieht das episch aus. Oh, hier oben hat man Internet. Sehr gut. Geil. Hier oben hat man wieder ein bisschen Internet, Freunde. Cool ist das denn? Ah. Ich schwitze so hart den Arsch ab hier. Ja. Oh, es ist anstrengend. Aber ich glaube, es lohnt sich. Diese Landschaft ist so geil, Freunde. Okay, Freunde, wir sind jetzt wieder vom Berg unten und sind schon ein bisschen weiter gefahren, wie ihr gesehen habt. Und ja, mein Tipp an euch, fahrt irgendwo einfach mal, wenn ihr irgendwelche Wege seht, fahrt sie einfach mal. Vor allem, wenn sie irgendwo abgelegen aussehen oder so, einfach mal reinfahren, also sofern es nicht verboten ist. Und so seht ihr meistens so die schönsten Plätze eigentlich. Wenn ihr die normalen Landstraßen und vor allem die Autobahn nehmt, dann seht ihr nicht so die richtig coolen Dinge der Länder, sondern halt so die Autobahn. Und so findet ihr eigentlich die schönsten Stellen. Hier ist so ein Riesenwald, der komplett abgerodet wurde. Ultra krass. Aber halt neue Bäume dafür gepflanzt. Aber trotzdem sieht das bös krass aus. So ist das hier. Das Schöne ist, hier kann man die Tiere fast streicheln. Aus dem Ding raus. Ich kann euch sagen, hier in Schottland gibt es Streichelzoo direkt im Straßenrand. Gerade eben wollte es noch. So, Freunde, wir sind quasi gerade unterwegs. Bisschen in der Walachei von unserem neuen Schlafplatz. Und wie ihr seht, ist ganz schön abgelegen hier. Mal wieder. Gar nicht mal so hässlich was hier. Das ist in Schottland schon ziemlich cool irgendwie. Das ist die ganzen Straßen links und rechts weg von den Hauptstraßen schon ziemlich kleine Abenteuerstraßen sind. Das ist schon ganz cool. So, wir sind mittlerweile an unserem Schlafplatz für heute Nacht angekommen und werden jetzt zu Abend kochen. Heute Abend gibt es Chicken Tikka Masala. Tikka Masala gibt es heute. Der Platz ist auf jeden Fall echt schön. Mitten in der Walachei, das heißt quasi, hier kommt glaube ich mal wieder kein Mensch vorbei in 738 Jahren.
Aber ist ja auch gut so. So will man es ja auch haben. Jetzt kochen wir auf jeden Fall. Das Problem ist mit Küche, es ist immer so schwierig, irgendwie alles abzuwaschen und so. Und da wir ja nicht auf Campingplätze gehen, müssen wir mal gucken, wo wir unser Wasser herkriegen und so. Und deswegen schmeißen wir alles in einen Topf, dann haben wir nicht so viel abzuwaschen, das ist ein bisschen entspannter. Aber wenn wir dann unsere Küche wieder drin haben, dann wird das alles mehr delicious. Aber für heute ist es erstmal so super. Wir lassen uns unser Essen jetzt schmecken, kochen gleich noch einen Tee und dann sehen wir uns entweder später oder wir sehen uns dann morgen. Was haben wir morgen vor? Morgen wollen wir zu so einem Schloss oder Ruine, wie auch immer, angucken gehen. Und noch so oder Burg und noch so einen anderen Spot, den wir angucken wollen. Das heißt, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder on the road, bei den Schlössern oder beim Aufwachen oder bei Nacht oder wann auch immer. Okidoki, Freunde, was soll ich sagen? Heute Nacht ist es ganz schön abgekühlt. Das ist quasi alles komplett frosty. Der Boden ist super mega glatt. Und ja, alles ist gefroren. Unsere Markise, unser Zelt, unser Auto. Das ist alles komplett gefroren. Ich kann euch ja mal den Reserveradrucksack zeigen. So sieht der aus. Unsere Markise auch ziemlich gefroren aus. Und unser Auto ist klar, ne? Ist ja eh ziemlich gefroren, aber irgendwie von der Seite. Das ist irgendwie die Wetterseite. Kalte Seite. Aber wie ihr seht, hier hinten, da sitzt die Standheizung. Genau bis dahin ist gefroren. Und dann kommt die Standheizung. Das ist mal ziemlich lustig. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall bereit und richten uns noch und dann geht's auf zur Burg. Wir laufen uns auf jeden Fall mal dahinter zu diesem Schloss, Ruine, Burg, Teil. Genau, und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Irgendwie besser, ne? Hier, Costa Cordalis hat zu. Zu hat Costa Cordalis. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ganz schön kalt geworden hier. Allerdings, jetzt wo die Sonne rauskommt, wird es langsam echt wieder super angenehm. Und Schottland bis jetzt, die Landschaft ist einfach super, mega schön. Egal wo ihr hinkommt, es ist einfach schön überall. Ja, kann man ja noch auf dem Rückweg machen. Da auf jeden Fall sieht man schon mal die Ruine. Oh. Sind wir gleich da. Da ist es. Und nicht nur Richtung Schloss filmt, sondern in alle Richtungen. Alter, das ist geil. Schön im Sonnenaufgang. Alter Lachs, Freunde. Oh! Alter Schwede. Ich kann euch sagen, Freunde. Oh Mann, ey, das ist so geil hier. Das ist so geil. Dieser Spot ist tasty like a cream bonbon. Oder so. Jelly smooth. Geil. Jelly smooth, Freunde. Alter, wie sieht's aus? Dieser Spot, Freunde, ist so episch. Das ist so geil mit dem
Wasser. Ihr seht es bestimmt auch schon im Hintergrund. Ihr habt es auch allgemein vorhin schon gesehen. Dieser Spot ist sowas von mega episch. Alter Lachs. Also, wenn ihr mal in Schottland sein solltet, kommt auf jeden Fall mal hier hin. Schaut mal bei mir auf Instagram vorbei, da seht ihr auch die ganzen Fotos, auch in meiner Story, Highlight hier Schottland. Da seht ihr überall, wo wir waren, auch ich habe überall die Orte markiert. Dann könnt ihr euch einfach mal durchklicken und wenn ihr vielleicht selber nach Schottland gehen solltet und die Orte suchen solltet, dann... Ansonsten, wenn ihr irgendwie einen Ort braucht, dann schreibt mich an, dann kriegt ihr die Orte auch. Okidoki, Freunde. Um den Rahmen des Videos jetzt nicht zu sprengen, werde ich jetzt hier noch ein paar Fotos machen und meine Kamera quasi mal nicht mehr filmen oder so. Genau, dann werden wir quasi, wenn wir fertig sind, ins Auto einsteigen, werden weiterfahren zu einem Breakfast Dingsbums hier und Fish and Chips essen und vor allen Dingen brauche ich WLAN, weil ich muss ein Video hochladen. Ich habe noch ein kleines Video gemacht mit hier guten Rutschen und so ein Zeug, habt ihr dann schon längst gesehen. Und ja, das sollte jetzt auf jeden Fall mal noch hoch, weil heute ist der 31. Dezember 2019, das heißt der letzte Tag von 2019 und dann starten wir ein neues Jahrzehnt, Freunde, 2020, ziemlich cool. Ja, könnt ihr mal gerne drunter schreiben, habt ihr irgendwie sowas wie Sachen oder Dinge, die ihr euch vornehmt oder irgendwelche, keine Ahnung, Wünsche oder ist 2020 für euch ein besonderes Jahr? Gibt es irgendwas Besonderes, was für euch irgendwie mega cool ist? Was ihr euch fest vorgenommen habt oder sonst irgendwas? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Genau, wie auch immer. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich was futtern und ich mache jetzt so ein paar Fotos und wir sehen uns dann später wieder. Wir haben jetzt was gegessen und genau so sieht es dann aus, wenn man quasi versucht, in Schottland sein Video hochzuladen. 95%. 99. Jawohl, gleich geht's ab, Freunde. Ich kann euch sagen, Freunde, eigentlich sollte das Video schon längst oben sein, eigentlich schon heute Morgen. Aber das ist eine böse Katastrophe, weil hier in Schottland habt ihr echt an selten irgendwelchen Stellen wirklich gutes Internet. Das WLAN, wo wir jetzt waren, war quasi nicht zu gebrauchen. Das ist böse der Krampf, hier ein Video hochzuladen. Ich bin froh, dass es nur so ein kurzes, kleines 6-Minuten-Video ist und nicht meine 25 Minuten Vollgas 4K-Videos, weil dann wäre ich voll im Arsch. Jetzt ist auf jeden Fall fertig, jetzt kann ich meinen Abspann hinzufügen und dann kriegt ihr auch endlich euren guten Rutsch ins neue Jahr-Video. So, jetzt gucken wir mal hier, wo das Ende ist. Und jetzt muss ich mal Video veröffentlichen. Okay, ich glaube, ich möchte euch den Blick von der anderen Seite nicht verwehren. Nachdem wir jetzt essen waren und Video hochgeladen und so weiter, kennt ihr alles, sind wir jetzt an den Viewpoint auf der anderen Seite gefahren. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Dieser Spot ist crazy. Und zwar komplett. Die erste Seite war schon geil. Aber diese andere Seite hier, mind blown. Okay, ihr müsst jetzt wirklich stark sein. 3, 2, 1. Alter. Das ist mal Hagridhausen. Oh, Alter. Okay, Freunde, was sagt man dazu? Ist das krass oder ist das krass? Also ich finde, das zieht ganz schön durch. Der Spot ist wirklich geil. Also wenn ihr wirklich mal in London seid, wenn ihr wirklich mal in Schottland sein solltet und einen Mietwagen habt und irgendwie die Möglichkeit habt oder euren eigenen Wagen dabei habt, wie auch immer, und die Möglichkeit habt, hierher zu kommen, macht es. Bringt euch Gummistiefel mit oder irgendwas, was richtig wasserdicht ist, weil der Weg hierher ist schon ein bisschen matschig, aber mit dem richtigen Schuhwerk lohnt sich das mal richtig. Also Freunde, wir gehen langsam auf das Jahr 2020 zu und fahren jetzt weiter Richtung 2020. Wir haben ja quasi heute den 31. Dezember 2019. Das heißt, heute ist Silvester und wir sind hier quasi am Silvestermenü kochen. Bei uns gibt es heute quasi mexikanisch. Fajitas, Gurke ist schon am Start,
Hier wird schon ein bisschen Kartoffeln gemacht. Dann gibt es noch Chicken dazu. Ein bisschen Salat als Füllung. Und hier Fajitas und so. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. So Freunde, jeder hat hier jetzt seine Fajita-Schale. Dann haben wir noch hier schön Käse. Coke ist am Start. Noch Tomaten, Soße und noch die Brote. So sieht das Ganze dann quasi hier aus. Das Ganze lassen wir uns jetzt einmal schmecken. So sieht unser Futter aus, wenn es fertig ist. Jetzt wird das ganze Viech noch einmal gerollt und dann haben wir die perfekte Fajita. Tada!